God. Arizona und die Gruppe, mit denen er sich normalerweise zusammentut, die hatten ein zeremonielles Treffen in Montana. And as you know, we're talking about how to have a powerful ceremony. And this drum group, it's called an intentional drum group, was having a ceremony. Und wie ihr alle wisst, reden wir jetzt über Zeremonien. Und diese Trommelgruppe hatte ein Treffen, ja, also um Zeremonien zu machen. And we don't choose the spirits that we work with, they choose us. And the thunder beings or thunderbirds chose me about 20 years ago to work with me. Und die Spirits, mit denen wir arbeiten, die wählen nicht wir aus, sondern die Spirits wählen uns, und die Donnerwesen oder auch ja, die Donner-Spirits haben ihn vor 20 Jahren gewählt. So I was doing ceremony in Arizona, but my friends were all gathered up here drumming. And what we mean by an intentional drumming group is that they were all setting their intentions, their thoughts on the same thing while they're drumming. Also er war unten in Arizona und diese Trommelgruppe war versammelt in Montana, und sie haben eine Intention gesetzt, also es ist eine intentionelle Trommelgruppe, und sie haben praktisch die Intention oder ihre Gedanken fokussiert und darauf gesetzt. The leader of the drum group was a pipe holder that I trained many, many years ago. And she suddenly got the message they should be praying for me in my ceremony down there. Und die Gruppe hat plötzlich die Nachricht bekommen oder den Gedanken bekommen, dass sie für ihn da unten beten sollten. Und also eine der Frauen, die dort in der Gruppe ist schon lange mit ihm verbunden oder eine Schülerin von ihm. They started to drum, and everybody thought about me and that they wanted me to have a powerful ceremony. And a big boom of thunder happened, and lightning struck about 15 feet away from the opening of the teepee on the ground. Und also sie haben alle für ihn gebetet und an ihn gedacht und sich fokussiert. Und es gab einen großen Donner, und der Blitz ist nur 15 Meter von ihnen entfernt eingeschlagen. So they knew that the thunder beings were going to be with me down there and also with them up here. Und so wussten sie, dass die Donnerwesen mit ihnen sein würden, aber auch mit ihm dort unten in Arizona. So that's just an example of how when we co-create with the spirit beings, it's very powerful. And that'll be one of the 6 principles that I'm going to share with you about how to do powerful ceremonies, effective ceremonies. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie mächtig Zeremonien sind, und auch wenn man sie gemeinsam mit den Spirits macht oder wenn man einfach die Intention setzt. So before I go any further, I just want to say that when I say the spirits, all spirits, whether they're angels or bear spirit, I'm kind of hoping the bear will come out today so I can show you guys. But they all work, their power comes from the great mystery or God. Und er möchte jetzt nur sagen, dass es viele Spirits da draußen gibt. Also es gibt die Tier-Spirits, wie zum Beispiel den Bären, aber auch Engel.
Und er hofft, dass vielleicht der Bär heute rauskommt. Deswegen sitzt er da und hofft, dass er ihn uns zeigen kann. Und die Spirits sind aber alle verbunden mit Gott oder dem großen Mysterium. So the source of the power is all the same. It doesn't matter how it comes to you. If you're comfortable dealing directly with God, which I do, you just do that. If you need to go to like angels, do that. If you want to talk to the spirits of nature, do that. But just understand that all the source of power from all these entities comes from the ultimate source of power. Also das, was er möchte, dass ihr versteht, ist, dass die ultimative Quelle von diesen Kräften immer von Gott kommt oder dem großen Mysterium. Das heißt, es ist alles die gleiche Quelle, egal ob das jetzt verschiedene Dinge sind. Und man kann natürlich direkt auch mit Gott kommunizieren oder man kann über diese Spirits kommunizieren. Das heißt, wenn man sich wohler fühlt, die Kommunikation über Engel laufen zu lassen, dann kann man das tun oder über die Natur oder über sonstige Spirits. Es ist alles die gleiche Quelle, mit der man dann kommuniziert, und zwar Gott. So one of the keys is co-creation with the spirits of nature or whatever spirits you work with, and knowing that we're co-creators. We humans are co-creators with the great mystery. Also das, was wichtig ist, ist, dass wir Menschen co-kreieren, also gemeinsam kreieren und zwar mit Gott gemeinsam co-kreieren. Most of you have heard this story that I tell about when my grandmother invited me as a little boy to help her make some cookies. I won't go into that story now, but I claimed that I made the cookies, but she made the cookies. She just invited me to help, and that's the same principle. Creator invites us to be part of the co-creation of whatever it is the Creator wants to do here on this planet. Also die meisten von euch kennen die Geschichte über das Cookie-Backen mit seiner Großmutter, wo er am Ende dann für sich gesagt hat, er hat die Kekse gebacken. Dabei war es so, dass seine Großmutter ihn eingeladen, die Großmutter hat die Kekse gemacht und hat ihn eingeladen zu helfen. Und genauso ist es mit Gott oder dem großen Mysterium. Es ist so, dass wir als Menschen eingeladen werden, zu co-kreieren und dass das Kreieren aber über Gott stattfindet und wir helfen. And before we go any further, I know that some of you were on the Zoom sacred pipe ceremony we did last week. And I'm just Bevor wir jetzt weitermachen, er weiß, dass einige von euch bei dem Zoom-Meeting waren letzte Woche, wo wir die Pipe-Zeremonie gemacht haben. So I'd like to ask if anybody wants to share the results of the ceremony in their life. Now, you don't have to be specific if it's a private thing, but I just wonder if anybody wants to share about the results they had from that particular ceremony. Und er fragt, ob irgendjemand bereit ist oder die Ergebnisse oder was diese Pipe-Zeremonie in dem Leben verändert hat oder gebracht hat, ob das irgendjemand sagen möchte. Es muss keiner, aber ihr dürft gerne. So if you do, just unmute yourself and go ahead and share, and you can share it in German, and then Verena, you can tell me what they said. Also wer auch immer was sagen möchte, einfach die Stummschaltung aufheben und gerne teilen. Gerne auch auf Deutsch. Aber ich denke, die meisten können auch Englisch. Okay. And like I say, you don't have to share specifics about if it's a personal situation, just whatever you want to say about how you got answers from the ceremony. Und keiner muss jetzt irgendwie, wenn er nicht möchte, irgendwelche spezifischen Dinge sagen. Es geht auch allgemeiner, was ihr gefühlt habt nach der Zeremonie. Okay. Well, nobody wants to share, and that's okay.
but I will. I can share a little bit. Also ich hatte den Eindruck, dass es für mich gut war, so die Verbindung zwischen den Menschen, es war auch mit der Martha schon so, die Verbindung einfach untereinander zu spüren und dieses, dass wir einfach gemeinsam sind und dass es für die Dinge, die da gerade passieren, auch eine Lösung gibt. So what I felt is the connection between everybody, and that really helps me right now to feel the connections and having the feeling that there is a solution for the problems out there right now. Good. Yeah, and there is a solution for the And and after that, I found the feather of an owl. Also ich habe 2 Tage später dann auf dem Weg auch noch eine Eulenfeder gefunden. That's a good sign. I hope so. Yeah. Well, the owl in the Cherokee tradition is the representative of the grandmothers. And it's a really good blessing to find an owl feather after a ceremony. Also die Eule steht in Cherokee für die Großmutter und eine Eulenfeder zu finden, ist praktisch ein Segen nach der Zeremonie. I did get an email and it didn't have any specifics, but somebody said that they were amazed at the answers that came about for them from what their request was. And we're going to do that again, not with a pipe, because this is about ceremony, any kind of ceremony. Also hat noch eine E-Mail bekommen mit unspezifischeren Angaben, aber dass die Person erstaunt war über die Ergebnisse, die die Zeremonie gebracht hat für die Fragen, die die Person gestellt hat. Und er wird es jetzt dieses Mal nicht mit einer Pipe-Zeremonie machen, aber es ist ja heute über Zeremonie. So at the end of this meeting here, I'm going to do a ceremony and show you a very simple ceremony. And I found it to be very powerful. And we will once again be able to think about what we want to ask of the Great Mystery to help co-create in our life. Und am Ende wird er eine kleine Zeremonie durchführen. Es ist nur eine kleine Zeremonie, aber er findet sie sehr machtvoll. Und man kann sich überlegen, was man reingeben möchte als Gebet oder Bitte und was praktisch ins Co-Kreieren, was in Co-Kreation gehen soll. Okay. I'm going to share with you about 3 different tribes and how they do very powerful ceremonies as a group. Also wird über 3 verschiedene Stämme sprechen und wie die die verschiedenen Zeremonien machen. They're all examples of how we can work with our spiritual connection to create amazing ceremonies, everything from healing to the weather that affects us and personal needs and for the needs of others that we would like to help. Also es sind alles Zeremonien, die eine ganze Bandbreite beinhalten, bis hin zum Heilen und auch wie Dinge einfach in die Existenz gebracht werden können oder ins Co-Kreieren. I taught these it's not an owl, but it's a dove. I taught this to a group up in Missoula, and they were kind of an interesting group of people. They were very into working with casting spells and things like that. Also er hat das Ganze einer Gruppe, where was the group in? Missoula, here. Missoula. Beigebracht und es war eine sehr spezielle Gruppe in der Zusammensetzung und
sie waren sehr stark darauf fixiert, Zaubersprüche zu machen oder zu, ja. I didn't know if I wanted to share with them these I don't want to call it techniques, but I wasn't sure that they were coming from a good place. Also war sich nicht sicher, ob die in der richtigen Position waren oder von der Haltung her richtig waren und ob er mit diesen Leuten überhaupt diese Dinge teilen wollte. Also will jetzt nicht Techniken sagen, aber ob er diese Dinge an sie weitergeben wollte. And the man that organized the class advertised it to his people as unleashing the power of ceremony. Und der Mann, der diese Unterrichtseinheit angekündigt hat, hat es angekündigt als die Macht der Zeremonie freisetzen. Yeah. So as I thought about whether I should share these things with them, I realized there's a built-in safety mechanism in these different steps of doing a successful ceremony or a powerful ceremony that prevents people from creating or co-creating negative things. Also die Klasse vorbereitet hat er festgestellt, dass die Zeremonien Sicherheitsmechanismen beinhalten, die in den einzelnen Schritten verhindern, dass man irgendwas Schlechtes co-kreieren kann. So I was safe in teaching these things to them because they couldn't misuse them. Also war somit sicher, diese Dinge an sie weiterzugeben, weil sie konnten sie eigentlich nicht missbrauchen. With when you are gifted the power of these ceremonies, you're also given a responsibility. And part of the power of this ceremony or these ceremonies or this way of doing ceremony is you can't do it from your ego. You have to put your ego aside. Und ein Teil der Macht dieser Zeremonien, auch wenn man begabt ist, liegt darin, dass man in den Zeremonien sein eigenes Ego zur Seite nehmen muss, weil die Zeremonien aus einem anderen Ort, aus dem Herzen heraus durchgeführt werden müssen. Okay. So I want to talk about, there's 2 tribes that live here in Montana, further north from me. Also möchte über 2 Stämme reden, die in Arizona leben, weiter nördlich von ihm. First one I want to talk about are called the Kootenai. Also zuerst möchte er über den Stamm reden, der die Kootenays genannt wird. They have a ceremony they do every year, usually in February, to ask for the winter weather to break and for the warm winds to start coming in. Und sie haben eine Zeremonie, die immer im Februar durchgeführt wird. Und es ist, das schlechte oder das Winterwetter zu beenden oder zu brechen. Und es wird immer durchgeführt im Februar, um das warme Wetter zu bringen. It's a group ceremony that the whole tribe takes part in, and it's called the Blue Jay Dance. Es ist eine Gruppenzeremonie, an der der ganze Stamm teilnimmt. Und es ist genannt der Blue Jay Dance, also der blaue Jay, I don't know, Jay. It's a bird. Also Jay ist ein Vogel. Yeah, it's kind of one of the policemen of the forest, because when it sees somebody walking through the forest or a fox coming by, they go, gah, gah, gah. And they warn everybody, all the people in the forest or all the animals and birds, that here comes trouble. Also der Vogel ist die Polizei des Waldes, weil sie schreien, wenn irgendjemand vorbeikommt und warnen alle Bewohner des Waldes, dass jemand kommt.
Well, there's a legend, which I won't tell because it'll take too long, that there was a mini ice age. Actually, it's not a legend, it's a fact. There was a mini ice age in Montana and up into Canada several hundred years ago. Also es gibt eine Legende und es war eine Mini-Eiszeit hier ein Stück weit auch in den Norden nach oben, vor mehreren hundert Jahren. And there's a place up there. I used to live up there on the Flathead Reservation. There's a place up there, a big cliff, where the legends say the thunder beings or the thunderbirds live and nest up in that cliff. Und es gibt weiter oben, da ist eine Hochebene und da gibt es eine hohe Felswand und es wird gesagt, dass die Donnervögel dort oben leben und dort oben ihre Nester bauen. And the female thunderbird felt sorry for all the Indians, the people that lived down there, because it had been winter for so long, for many years. Und der weibliche Donnervogel wird berichtet, hatte Mitleid mit den Indianern, weil so lange schon Winterzeit herrschte. So she called on three beings that were all birds, and she asked if they would fly over to the West Coast. I just got a little visit here. Sie hat drei andere Lebewesen angerufen, oder ja, Lebewesen angerufen, drei Vögel, und hat sie gebeten, Richtung Westen zu fliegen. I'm sitting on the trail of this little chipmunk, and it came running up here, and it's like, oh, where'd you come from? And then it went around me. Er sitzt auf dem Weg, Chipmunkin, I don't know what a chipmunkin is. Little squirrel. Okay, also ein kleines Eichhörnchen, und er sitzt dem praktisch im Weg, und das war jetzt da und hat gesagt, oh, woher kommst denn du plötzlich? Anyhow, I'll just say that two of the birds argued with each other on which one was the best to go to the West Coast and to bring what's called the Chinook wind, or the warm wind, in the wintertime. Und zwei von den Vögeln haben angefangen zu diskutieren, wer besser geeignet wäre, jetzt zur Westküste zu fliegen, um den Chip-Wind zu bringen. Das ist der warme Wind, um das bessere Wetter zu bringen. But the blue jay was smaller than them, but she volunteered to go fly to the West Coast without bragging about how powerful she was. Und der kleine blaue Vogel, der blaue Jay, hat gesagt, okay, ich fliege, obwohl er kleiner war, und hat nicht angefangen, mit den anderen zu argumentieren, sondern hat es einfach gemacht. This is an example of two of the principles that I'm going to talk about. The first is being humble, or we worked with that word before, having the heart of a servant to help serve the community. Und es sind zwei der Prinzipien, über die ich sprechen möchte. Das eine ist, lebe demütig, das heißt, lebe das Leben, dass man als Diener für die Welt ist. And the second principle is the principle that I'll talk even more about, of co-creating, creating as a team. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip des Co-Creating, also des des Zusammenarbeitens mit der Welt. Okay. So the thunder being had all the power to go and get what we call the Chinook wind, which is the warm wind that comes in the winter and brings springtime. She had the power to do that, but she called on these other three birds to be the ones to go do that. Also das Donnerwesen hatte die Kraft, selbst den Chinook-Wind zu bringen, also den warmen Wind, um diese Winterzeit zu durchbrechen und die warme Frühlingszeit zu bringen, aber sie hat die drei Vögel um Hilfe gebeten. So this blue jay flew to up near Seattle,
and talked to the Chinook wind that's out over the ocean, it's warm, and said, please come to, well, Montana, and end winter and bring springtime. Also dieser blaue Jay-Vogel ist zur Westküste geflogen, ungefähr auf Höhe von Seattle, und hat dann zu dem Chinook-Wind gesagt, bitte komm nach Montana und bringe warme Frühlingsluft. So ever since then, the Kootenai tribe, which lives up there in northern Montana, every year they wait for the right time to do this dance. It's 3 days long that they dance and they feast and celebrate. Also seit dieser Zeit, dieser Stamm, der im Norden Montanas lebt, wartet jedes Jahr auf die richtige Zeit und führt dann 3 Tage diesen Tanz durch. Das heißt, es wird getanzt und gefeiert. So about 15 years ago, I had a message from Kootenai, from their medicine man. His name is Reuben Matthias. And this is very unusual because they don't let anybody know about when they're going to do a ceremony. But he was the one who had the responsibility to find out when do they do the ceremony. It's not always on the same date. Also vor einigen Jahren war es so, dass der Mann, der dafür zuständig ist, wann diese Zeremonie stattfindet, Kontakt aufgenommen hat, und es ist ungewöhnlich. Also normalerweise findet es einfach statt und er ist dafür verantwortlich, den richtigen Zeitpunkt zu finden. So this is a third of the things to do to have a successful ceremony. That's that somebody is listening to the voice of the Great Mystery and is told by the Great Mystery, do the ceremony at this time. Sorry, Jim, my son is talking to me. Oh, Wait a sec. okay. Sorry. That's all right. Also es ist 1/3 der Zeremonie, dass jemand hinhört und den richtigen Zeitpunkt findet. So it's 1/3 of the ceremony that you find the right time point, right? That's how I got it. Okay. And you find it because you're told through your intuition that now is the time to do the ceremony. Und man findet diesen Zeitpunkt, indem man auf seine Intuition hört und hört, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um die Zeremonie stattfinden zu lassen. It's okay to do ceremony out of what we call need. For instance, we need rain, and it's okay to do your ceremony because asking for rain, but there's no guarantee that it's going to be powerful. Also es ist völlig in Ordnung, eine Zeremonie durchzuführen, weil es eine Notwendigkeit gibt. Und man kann aus dieser Notwendigkeit eine Zeremonie machen, aber es gibt keine Garantie, dass die Zeremonie dann erfolgreich ist. What guarantees that your ceremony will be successful is by getting the information about when to do it and then adjusting your schedule to fit that. Was eine Zeremonie erfolgreich macht, ist, wenn man den richtigen Zeitpunkt spürt oder die Nachricht erhält, dass jetzt der Zeitpunkt wäre, eine Zeremonie durchzuführen. So Reuben Matthias, one of his jobs as being the head spiritual person or the head medicine man up there, is it's up to him to hear the message from the Great Mystery, whatever that is, that this is the time to do the ceremony, and that's never the same time each year. Also der Mann, der praktisch zuständig ist für die Zeremonie, das ist derjenige, der die Nachricht erhält, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, die Zeremonie zu machen, und es ist nie der gleiche Zeitpunkt, er ist jedes Jahr anders. So that means that for us to have successful and powerful ceremonies, we need to develop our communication with the Great Mystery, whatever that means to you.
Das heißt, um erfolgreiche Zeremonien durchzuführen, müssen wir die Fähigkeit entwickeln, mit The Great Mystery zu kommunizieren, wie auch immer und wie auch immer unser Weg dafür ist. And one of the strongest ways I've learned for myself personally is exercising the ability to pray or sing or just speak in the original language, which is there's 2 other videos on my website with Verena and her group about the original language and all what that is. And I'm not going to go into that now. Und für ihn ist die stärkste oder die erfolgreichste Methode zu kommunizieren über die originale Sprache. Und es gibt 2 Videos auf seiner Homepage, wo Videos gedreht worden sind, wie das funktioniert. Aber es ist für ihn die mächtigste Methode zu kommunizieren. And I'll give that website address near the end. So about, I don't know, 15 or 18 years ago, it was in the middle of February, and Ruben got a hold of me and he said, hey, you've got that Black Thunder pipe. Can you do ceremony the same time we're doing our Blue Jay dance up north of here? Und vor ungefähr 15 bis 18 Jahren hat ihn der Ruben, das ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, angerufen und gesagt, du hast doch die Black Thunderbird Pfeife und kannst du gleichzeitig, während wir unseren Blue Jay Tanz haben, eine Pfeifenzeremonie durchführen. So I called a bunch of people together and they came to my house for the pipe ceremony, and the temperature outside was way below freezing. Und er hat eine Gruppe an Leuten zusammengerufen zu sich nach Hause und gebeten, die Pipe-Zeremonie durchzuführen. Und draußen war es Gefriertemperaturen und es war ziemlich kalt. And during the pipe ceremony, we all thought together, how would we feel if the Blue Jay brought the Chinook wind and warmed everything up? Und als wir die Pipe-Zeremonie durchgeführt haben, haben wir uns alle vorgestellt, wie wir uns fühlen würden, wenn der blaue Jay, also der Blue Jay, den Chinook Wind bringen würde und es draußen warm werden würde, wie wir uns fühlen würden. So we finished the ceremony and started our feast, because we always have a feast after a pipe ceremony. Und wir haben unsere Pipe-Zeremonie abgeschlossen und haben unser Fest gestartet. Also es war häufiger so, dass sie Feste gefeiert haben danach. And while we were eating, and there was about 30 people there, we were having a good time. All of a sudden, the house kind of shook a little bit because it was hit by a very powerful wind. Und sie haben ein Fest gefeiert und es waren ungefähr 30 Leute und sie hatten eine gute Zeit. Und ganz plötzlich hat das Haus leicht angefangen zu wackeln, weil es von einem Wind getroffen wurde. And everybody stopped eating and talking and kind of looked around like, wow, what was that? Und jeder hat aufgehört zu essen und zu trinken und hat herumgeschaut und gedacht, oh, was ist denn das? And I turned on the outside light and looked outside, and there were moths, like butterfly moths, flying around the light. Und ich habe nach draußen geschaut und habe das Licht angemacht und da sind Motten um die Lichter herumgeflogen. And I thought to myself, well, they shouldn't be out there because it's way below freezing. Und ich dachte mir selbst bei mir, oh, die sollten nicht da draußen sein, es ist weit unter dem Gefrierpunkt. And I looked at the temperature gauge outside, and it had raised the temperature. This wind came through and it raised the temperature over 30 degrees Fahrenheit. And I think that's a lot more in Celsius. Und er hat auf das Thermometer geschaut und hat gesehen, dass es deutlich über 30 Grad Fahrenheit war. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich es umrechne. Aber es ist deutlich über dem Gefrierpunkt. So that's a ceremony that had a powerful effect. It was very effective. Also es war eine Zeremonie, die einen sehr mächtigen Effekt hatte und
sehr machtvoll war. I got a phone call from somebody up where the Kootenai were doing their Blue Jay dance, and they said, we just got hit by a huge wind from the Chinook wind. Und er hat einen Anruf bekommen von den Chinooki, die ihre Zeremonie oben gemacht haben, und sie haben mitgeteilt, dass sie gerade von einem sehr starken Wind getroffen worden sind, von dem warmen Wind. So the Blue Jay obviously went to the ocean, got the Chinook wind, and brought it back to Montana. And it went right through where the Kootenai were doing their ceremony and came down to my house, went right on through there. Also der Blue Jay ist zur Westküste gegangen, hat den Chinook Wind mitgebracht und hat ihn zunächst zu dem Stamm gebracht und dann weitergeleitet zu seinem Haus. Und das heißt, die ganze Zeremonie war sehr erfolgreich. So what we just talked about was basically 3 different things that help contribute to a powerful ceremony for anybody. Also wir haben jetzt gerade über 3 Dinge gesprochen, die dazu beitragen, dass es eine sehr machtvolle Zeremonie wird. We talked about being inspired by a higher source, getting the inspiration that, oh, we should do a ceremony for this situation. Also wir haben die Inspiration von einer höheren Quelle bekommen. Die Inspiration, wir sollten eine Zeremonie machen jetzt. And we talked about having a humble attitude or an attitude of working for the service of all with co-creating. Und wir hatten eine demütige Einstellung, dass wir alle zusammen in der Co-Kreation arbeiten. And having the attitude of what in English we call humility or humbleness, but I like to call it the heart of service. Und wir hatten die Einstellung, also im Englischen wird es genannt, die Einstellung der Demut, aber auch er spricht lieber von dem Dienst des Herzens. Okay, so I'm going to move on to another example. It won't be as long as this one, but Jetzt weiter zu einem weiteren Beispiel. Das wird nicht so lang sein wie dieses. it's about a ceremony that's done every year, but on different dates, but it's done every year in the springtime by the Blackfoot tribe. Es ist eine Zeremonie, die jedes Frühjahr durchgeführt wird von dem Blackfoot-Stamm, also dem Schwarzfußstamm, und sie findet jedes Mal an unterschiedlichen Daten statt. They have the original Black Thunder pipe up there, and it's over 460 years old. Sie haben da oben die originale schwarze Thunderbird Pfeife, und sie ist über 460 Jahre alt. The Black Thunderfoot, the Black Thunder pipe that I have the responsibility of taking care of came from the Blackfoot elder who has that original 460-year-old pipe. Also die Black Thunder Pipe, die er hat, kommt von dem ältesten der Blackfoot Indianer, und der praktisch die originale 460 Jahre alte Pfeife hat. One that I have the responsibility of taking care of and using in ceremonies like last week when we did this ceremony then with that same pipe. That one's about 260 years old. Und die Black Thunderbird Pipe, die er hat, wo er praktisch die Verantwortung dafür trägt und für die er sorgt, die ist circa 260 Jahre alt, die auch letzten Sonntag in der Zeremonie verwendet worden ist. So every year, the man up there, Clyde Heavy Runner is his name, he prays and he asks, when do we do what's called the Welcoming the Thunders Back ceremony? Und jedes Jahr betet der Mann, das ist der
Clyde Heavy Runner, right? Yep. Yeah. Betet um die Eingebung, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die Zeremonie durchzuführen, um die Donner wieder zurückzuholen oder willkommen zu heißen. So he prays and he's sensitive to the voice of the great mystery, and he gets told what weekend they're supposed to use that pipe, and they only use it once a year to welcome the thunder beings back to our area. Und dieser Mann ist sehr sensitiv auf die Stimme des großen Mysteriums, und er betet um die Eingebung, an welchem Wochenende die Zeremonie stattfinden soll. Und sie findet nur einmal im Jahr statt, und diese Pfeife wird auch nur einmal pro Jahr verwendet, um die Donnerwesen wieder in die Gegend zurückzuholen. So this is another example of getting a message from a higher source that this day is the day for the ceremony. And of course, they have 3 days of ceremony. Und es ist ein weiteres Beispiel, um die Intuition zu hören, wann diese Zeremonie durchgeführt wird. Und die Zeremonie dauert auch 3 Tage lang. And when they do that ceremony, the very first thunderstorms come in during their ceremony for the spring, summer, fall. Und wenn sie diese Zeremonie machen, dann kommen die ersten Donnerstürme herein für dieses Frühjahr, Sommer und den Herbst. And so the next thing, I'm going to talk about another tribe, but not yet, as an example of how we can co-create, working with nature, working with spiritual beings, spirit guides, and with the cycles of nature as well. That's how he knew when to do the ceremony to welcome the thunders back, because then he knew that the thunder beings, or the thundering, would show up on the day that was told to do the ceremony. Und er wird noch von einem weiteren Stamm berichten und von einer anderen Zeremonie. Und es ist immer wieder das Zusammenspielen, dass man co-kreiert mit der Natur oder mit Spirits, und wie dieser Mann die Donnerwesen zurückholt und die Donnerstürme oder die Gewitter dann in die Region zurückholt, wenn der richtige Zeitpunkt gewählt ist. Sorry, there was another little visitor, another squirrel, but a bigger one. Also war ein weiterer Besucher, ein größeres Eichhörnchen. These are all wild squirrels. They're not, as you know, I live way up in the mountains away from town. So it's not like city squirrels running around. Also wie ihr alle wisst, lebt er ziemlich weit oben in den Bergen. Das heißt, es sind wilde Eichhörnchen und nicht wie die Stadteichhörnchen, die im Ort unten sind. So that brings me to the next. I'm going to go through all these different points of how to create a powerful ceremony. And the first one is you need to have a relationship with nature. Und er wird jetzt durch die ganzen verschiedenen Punkte gehen, die wichtig sind für eine Zeremonie. Und der erste Punkt, der wichtig ist, man braucht eine Beziehung zur Natur. You need to spend enough time in nature that you can almost communicate with nature. Man muss genügend Zeit in der Natur verbringen, um fast mit der Natur kommunizieren zu können. One of the ways that I know that I've done a powerful ceremony is I see a sign in nature. Something happens, like last week. We had all those wild turkeys in my yard and they wouldn't leave. Also wenn man Zeit in der Natur verbringt, dann gibt es da auch all diese Zeichen, die man erfährt. Zum Beispiel so wie letzte Woche bei der Zeremonie, wo all die wilden Truthähne sich im Hof versammelt haben. Again, another good way to have a relationship or communication with nature is to use the original language and talk to them. Und eine andere Art und Weise,
mit Natur zu kommunizieren, ist die originale Sprache zu benutzen und mit ihnen zu sprechen, ist eine gute Art und Weise der Kommunikation. The reason that indigenous ceremonies are powerful is because they include all of nature when we're doing the ceremony, which you'll see an example of here in a minute. Und warum die Zeremonien der Ureinwohner so mächtig sind, ist, weil die Verbindung und die Beziehung zur Natur noch da vorhanden ist. I'll give more examples of that later, but know that it's one of the main points is that we include nature in our ceremony. Er wird noch weitere Beispiele bringen, aber er möchte den Punkt nochmal betonen, dass die Natur in die Zeremonien mit einfließen muss und einbezogen werden muss. The next thing, well, we've already talked about being inspired by a higher source to do the ceremony, and that could be something very individual for you personally. You just get the inspiration in your head that maybe you should do ceremony about this situation that's in your life or the town you live in or whatever. Und ein Punkt ist, dass man die Intuition oder diese Stimme im Kopf bekommt, dass man Zeremonie machen sollte und zum Beispiel über diese eine Situation oder die Situation, die im Leben aufgetreten ist, diese in die Zeremonie hineinbringen sollte. So again, communication with nature, where we speak to nature, but nature speaks to us, the weather speaks to us, and where we have communication with whatever the higher source is. That's why Native people call it the great mystery. We don't know what it is. We just know it's there and it helps us and takes care of us and the whole planet. Und es ist die Kommunikation mit der Natur und damit auch die Kommunikation mit dem großen Mysterium. Und wir wissen auch nicht, was das große Mysterium ist. Wir wissen einfach nur, dass es da ist. It's starting to rain a little bit and the weather's getting a little cooler, so I'm covering myself up here. Es wird ein bisschen kühler und ja. Well, here it's raining and pouring cats and dogs. So, Under so get more. So the next thing is when we're working with these spirits, the spirit beings, like I said, you can talk to your guardian angel. It's the same thing. It's all from the same source. But we communicate with these spirit beings. Like for me, I might be, if I'm dealing with weather, I might be talking to the thunder beings themselves. But what happens is during that communication, you communicate with the spirits. That's why we call spirits to come to us to help us, where in reality, they're always with us anyhow, but we just want to be made aware that they're with us. So it's more about the human mind going, oh, I need to call for some assistance. Also ein Schritt ist, die Spirits anzurufen, beziehungsweise die Spirits oder auch die Geistführer anzurufen. Und wie er schon gesagt hat, sind die Spirits eigentlich nur Kommunikatoren für Gott. Und es ist aber so, dass die Spirits einen eigentlich immer begleiten und es ist eher für den Menschen, dass wir uns bewusst werden, wenn wir die Spirits anrufen, dass sie da sind, obwohl sie eigentlich immer im Leben mit vorhanden sind. So when we're actually doing the ceremony, and it can be very simple, I mean, it can be just simply a prayer, but you ask for the assistance to help you co-create, because you're going to actually contribute a big thing that makes these ceremonies work. Und Zeremonien können alles sein und es kann auch so klein sein wie einfach ein Gebet, aber es heißt, dass wir die Dinge in die Co-Kreation rufen und die Anrufung machen, dass etwas in die Welt eintritt. So what happens is during the ceremony, you're interacting with these spirits and you let the spirits tell you
what to ask for, what to pray, sometimes the exact words. Und was man macht, ist, dass man die Spirits anruft und sie bittet und fragt, wie man es in Worte fasst und manchmal sogar die genauen Worte erbittet, um die Zeremonie durchzuführen. A quick example of that, I was down in Arizona, and there's a mountain there that is a very sacred mountain to the Hopi people. Und ein kurzes Beispiel, er war unten in Arizona und da ist ein Berg, der ist ein heiliger Berg für die Hopis. It's the mountain where I was born, so I really had a strong emotional attachment to that area, and it's beautiful pine forests and aspen trees that are this big around. Und er ist dort an diesem Berg geboren worden und er hat da eine engere Beziehung dazu und es sind wunderschöne Bäume dort unten, es sind Pinien und sehr, sehr dicke Birkenbäume dort in den Wäldern. And somebody left a campfire going on the mountain and walked away, left it, and it caught the mountain on fire. Und jemand hat da unten ein Feuer gemacht und hat das Feuer angelassen und das Feuer hat den Berg erreicht und angezündet. It's very dry down in Arizona, and this fire exploded into a huge fire, and it burned over a third of the entire mountain. Und es war sehr, sehr trocken dort unten in Arizona und das Feuer ist sehr schnell explodiert und hat ein Drittel des Berges abgebrannt. So there was a need for divine intervention to help put that fire out. Und es war eine Notwendigkeit der göttlichen Intervention, um diesem Feuer zu helfen oder dieses Feuer in den Griff zu bekommen. So I was concerned about it, but I didn't want to just go do a ceremony to ask for rain or for the fire to go out. I waited until I had an inspiration that I needed to leave the next morning and go up there and do a ceremony up on the mountain. Und er machte sich Sorgen, aber er hat trotzdem auf die Inspiration gewartet, wann er eingreifen sollte. Und die kam am nächsten Morgen und er ist auf den Berg gegangen und hat da eine Zeremonie durchgeführt. This mountain is considered by the Hopi Indian people to be the home of their helper spirits. Und dieser Berg ist von den Hopi-Indianern angesehen als die Heimat ihrer spirituellen Helfer. So I went up to the top of the mountain, and the fire crews were fighting very hard, but the fire was only 10% contained, and there was no rain forecast at all. Und er ist nach oben gegangen und die Feuerwehrmänner haben sehr hart gekämpft, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, aber es waren nur 10% kontrolliert und es war keine Aussicht auf Regen. Also die Wettervorhersage hatte keinen Regen angekündigt. When I got to the top of the mountain and parked my truck, I got out and I was trying to think, what kind of ceremony should I do to help with this fire? Und als er mit seinem Truck auf der Spitze des Berges angekommen ist, hat er überlegt, welche Art der Zeremonie er jetzt durchführen sollte. And there's a Hopi ceremony that's called making a paho. Und es gibt eine Hopi-Zeremonie, die heißt Mache ein Pacho. And since this was the home of the spirit helpers of the Hopi, I decided to make a paho, which is a stick about this long, and you sharpen it and you tie with cotton thread or string a feather on it, and you put prayers into the feather. Und da dieser Berg die Heimat der Hopi Spirits ist, hat er beschlossen, diese Pacho Zeremonie durchzuführen. Und die Pacho-Zeremonie heißt,
dass man einen so langen Stab nimmt und den anschnitzt und dann mit einem Bindfaden eine Feder an den Stock bindet und dann die Gebete in diese Feder fließen lässt. So I cut a stick from that was actually growing in the parking lot. So it wasn't like I was cutting down anything that was going to live very long. Und er hat einen Stock abgeschnitten, und zwar ist der direkt auf dem Parkplatz gewachsen. Das heißt, er hat auch nichts umgeschnitten, was sehr lange gelebt hätte. And when I cut it off and I lifted it up, water ran out of the bottom, sap ran out of the bottom onto the ground. Und als er den Stock abgeschnitten hat, ist Wasser oder die Frucht, das Fruchtwasser aus dem Stock auf den Boden gelaufen. So I knew this was going to be the right ceremony because nature showed me that there was water in that stick and it was released onto the ground. Und die Natur hat ihm damit gezeigt, dass es die richtige Zeremonie sein würde, da Wasser aus dem Stock auf den Boden gelaufen ist. So I tied the feather to the end of it, took off all the bark and sharpened the end. And I was going to do the prayer. And suddenly, and I had used smudge and everything to get the ceremony going, which we'll talk about at the end. But I was standing there holding it and I was looking at the forest and suddenly I saw this spirit being, it's called a katsina. Und er stand auf diesem Parkplatz und hat die Zeremonie durchgeführt. Das heißt, er hat die Rinde von dem Stock abgemacht, hat die Feder mit dem Bindfaden dran gebunden, hat geräuchert, da wird er später noch drüber sprechen, und hat sich gerade überlegt, was er in diese Feder sprechen soll, und hat in den Wald geschaut und hat dort dieses Wesen gesehen, was von den Hopis Kachina genannt wird. It was about 13 foot tall, really big, and it was kind of ugly. Es war 13 Fuß groß, also ich glaube, es sind 4 Meter. Es war ziemlich hässlich und sehr, sehr groß. And it spoke to me, not audibly, but from its mind into my mind. It gave me a message. Und es hat zu mir gesprochen, also nicht mit Wörtern, aber von seinem Geist von Geist zu Geist. And it told me to ask for 3 things. It said, ask for a drop in temperature to make it colder, and for the winds to come and blow the fire back onto itself, and for rain to pour on it like you wouldn't believe, like really downpour. Und dieses Wesen hat gesagt, bitte um 3 Dinge. Bitte darum, dass die Temperatur deutlich fällt. Bete um Winde, und zwar um Winde, die das Feuer zurückdrängt auf den Punkt, woher es kommt. Und bitte um Regen, aber nicht ein bisschen Regen, sondern richtige Regenfälle. So I held the paho, the prayer stick, and I projected from my mind into the feather. And we'll talk about this at the end as well, how we can actually project our thoughts. And I'll tell you the scientific data behind that of how we can actually do that. And I put into that feather, please send cold weather, let the temperature drop, let the winds blow back onto the fire, and bring rain. And there was no rain forecast at all. Und ich habe also diesen Pacho-Stock genommen, diesen Gebetsstock, und habe in diese Feder hineinprojiziert die Bitte, dass die Temperatur fällt, dass der Wind kommt und das Feuer zurückdrängt, und um Massen an Regen. Und zur Erinnerung nochmal, es war in der Wettervorhersage kein Regen angesagt. And what I write in my book on the sacred pipe, at the very beginning, I say, if
ceremony is real, it'll work. If it works, it's real. Und was er in seinem Buch sagt, seinem Buch über die heilige Pfeife am Anfang, wenn Zeremonie wirklich ist, dann funktioniert sie, und wenn sie funktioniert, dann ist sie wirklich. So I went to the forest and I stuck the stick in the ground, and then I went back home, which was an hour and a half away. Und ich bin dann in den Wald hineingegangen und habe diesen Stock in den Boden gesteckt, und dann bin ich zurück nach Hause gefahren, und zurück nach Hause hat ungefähr 1,5 Stunden Fahrt bedeutet. When I got home that night, a bunch of clouds started gathering over that mountain, and it started to rain. Und als er nach Hause kam, haben sich einige Wolken über diesem Berg gesammelt, und es hat begonnen zu regnen. The winds came up and blew the fire back on itself, and the temperature dropped a lot, which helps with fighting fires. Und es kamen Winde auf, die das Feuer zurückgedrängt haben, und die Temperatur ist enorm gefallen, was sehr dazu beiträgt, dass man Feuer bekämpfen kann. So that's, I was inspired by a higher source. I worked in harmony with spirits to co-create a change in this physical dimension of the weather. I didn't change the weather, but I helped co-create a change in weather. Also was er gemacht hat, ist, dass er praktisch auf Initiation einer höheren Quelle gearbeitet hat, und dass er die Zeremonie daraufhin durchgeführt hat, und er hat geholfen, die Co-Kreation durchzuführen, nicht auf seine Initiative hin, sondern auf diesen Hinweis hin, dass die Zeremonie durchzuführen ist. It is a blessing for humans to be able to co-create with other beings, other dimensional beings, but it's also a responsibility. Also es ist auf der einen Seite ein Segen, dass wir helfen können, mit anderen Lebewesen zu ko-kreieren, aber es ist auf der anderen Seite auch eine große Verantwortung. In a native village, there was always 2 or 3 people that were really gifted to be able to do ceremonies for the whole village. In einem Dorf sind normalerweise 2 bis 3 Leute, die sehr talentiert sind, Zeremonien durchzuführen. And they are taken care of by the village as special people, like medicine people. Und das Dorf versorgt diese Personen ganz besonders, so wie Medizinmänner auch. Sie versorgen sie besonders. It was the responsibility of the spiritual person. Well, all the people were spiritual people, but they had a special calling and gift on them to call the buffalo for food. Also alle Leute hatten eine spezielle Gabe, aber sie hatten eine erhöhte Gabe in spiritueller Sicht. Zum Beispiel konnten sie die Büffel rufen, wenn man Essen brauchte. The more effective you become with ceremony and getting results, the more responsibility it gives you, but you become a bigger blessing for not just yourself and your family, but for maybe the whole village where you live, or the whole city. Also je effektiver man mit den Zeremonien wird, umso wichtiger wird man für die Familie oder auch die ganze Umgebung, dass man hilft, dass man der Gemeinschaft weiterhilft. So I had a responsibility, because I work with the thunder beings, to help contribute, co-create the right kind of weather conditions on that mountain, which, by the way, this is never heard of.
in 2 days, it went from 10% contained to where it was 90% contained, and they sent all the fire crews elsewhere and just let it naturally go out. Und es ist noch nie, er hat eine spezielle Verantwortung, da er die Verantwortung oder die Verbindung zu den Thunderbirds hat, und deswegen ist er auch gerufen worden, um auf diesen Berg zu gehen. Und das Ergebnis war, dass nach 2 Tagen das Feuer von 10% kontrolliert zu 90% kontrolliert umgeschlagen hat, und die ganzen Feuerwehreinsatzkräfte zu anderen Feuern gerufen wurden und abgezogen wurden, da das Feuer dann von alleine unter Kontrolle war. So when we have the heart of a servant, a nurse is someone who has the heart of a servant usually. Also wenn man das Herz eines Dieners hat, eine Krankenschwester hat normalerweise das Herz eines Dieners. Sometimes that requires us to put aside our own desires and things that we want to do and maybe travel to go do a ceremony somewhere. Und es bedeutet, dass wir manchmal die Dinge, die wir gerne machen wollen, verschieben müssen und irgendwo hinreisen müssen, um eine Zeremonie durchzuführen. We're more than 2/3 through this class. Wir sind mehr als 2/3 durch diese Unterrichtseinheit jetzt. So hang in there. Also bleibt dran. I was asked to do a ceremony for the healing of the earth by the head of the Lakota spiritual people. Er ist angefragt worden, eine Zeremonie durchzuführen von dem Führer der Lakota spirituellen Leute. And he is asking people all over the world, you may have gotten an email from me, about doing ceremony in sacred places wherever you live on June 21st, the solstice, solstice. Und es kann sein, dass ihr eine E-Mail bekommen habt. Er hat alle weltweit angefragt, dass June 21st, also dass am 21. Juni in allen geheiligten Orten weltweit Zeremonien durchgeführt werden. And I encourage all of you to experience and practice doing ceremony on that day in any way that you want to do it. Und ich ermutige euch alle, dass ihr an diesem Tag Zeremonien durchführt, egal in welcher Art und Weise, um die Erfahrung zu machen. So I agreed and I made plans to go to a very sacred spot here in Montana. Und er hat sich einverstanden erklärt und hat beschlossen, zu einem sehr geheiligten Ort in Montana zu gehen. But about 2 weeks ago, I got the inspiration from the higher source that told me, no, you're not going to go there. You're going to travel down to Arizona and do a ceremony down there. Und vor ungefähr 2 Wochen hat er die Inspiration bekommen, dass er nach Arizona runterfährt und nicht dort oben in Montana das durchführt und dort in Arizona eine Zeremonie durchführt. So I had lots of reasons why I couldn't go down there, and every one of them has been taken care of. So I know I'm supposed to go. Und er hatte genügend Gründe, dass er nicht darunter nach Arizona reisen kann. Aber jeder einzelne dieser Gründe für jeden einzelnen dieser Gründe ist gesorgt worden, und es gibt keinen Grund, dass er nicht fahren kann. So I'm going down there, and on the 21st, we're going to use the Black Thunder Pipe, not only for the healing of the earth, but also restoring the natural balance of water in the desert. Und am 21. wird er dort runtergehen und wird die schwarze Thunderbird
Pfeife mitnehmen und eine Zeremonie dort ausführen, und zwar um das Gleichgewicht der Erde wiederherzustellen, aber auch um mit dem Wasser zu kommunizieren und die Trockenheit in der Wüste zu beenden. And because of all the communication from the Great Mystery and answering all all the things that would keep me from going there, I have confidence to say that this will be a very powerful ceremony, and I believe it'll help restore the normal rainstorms that they have down there, which they haven't had in years. Und da die Kommunikation mit dem großen Mysterium so deutlich gelaufen ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Zeremonie sehr machtvoll sein wird und das Gleichgewicht wiederherstellen wird und die großen Regenstürme zurückbringen wird in die Wüste, die seit Jahren ausgeblieben sind. Okay, I'm going to share two things here just briefly, because I think you'll understand it pretty well. Also er wird jetzt hier nur 2 kleine Dinge noch teilen und er ist sich sicher, dass ihr sie alle sehr schnell verstehen werdet. These are just principles that help create the proper energy for co-creating a effective ceremony. Und es sind nur Dinge, um die richtige Energie herzustellen, um Dinge zu co-kreieren. Actually, I have to share this other thing first. Also er muss erst das andere Ding noch kurz mit euch teilen. I'm going to tell you how the Hopi Nation, the Hopi Indians, and most of you have heard this, so I won't go into great detail, but how do they co-create rain in the desert on a regular basis for their crops? Und die meisten von euch haben das schon gehört, wie die Hopi-Indianer den Regen oder das Wetter co-kreieren, um eine gute Ernte zu sichern. They are told when to do these sacred dances they do, which they've been doing for over 1,000 years. And they hold them, or they do the dance when they're told to do it on a specific day of the month. Und es ist so, dass die Hopi-Indianer diese speziellen Tänze, die sie seit Tausenden von Jahren durchführen, an einem bestimmten Tag im Monat diesen Tanz stattfinden lassen. The Hopi have 13 villages. Die Hopis haben 13 Dörfer. They're not a very big tribe, and each village has its own version of these dances. Die Hopis sind kein sehr großer Stamm und jedes einzelne Dorf hat seine eigene Art und Weise, diese Tänze durchzuführen. They are called, well, hold on. They hold the dance on a specific day that their magua or medicine man is told. Sie halten diese Tänze an einem speziellen Datum, an dem ihr Mogor, ihr Medizinmann, angehalten ist, diese Tänze durchzuführen. Oder er die Nachricht erhält, an diesem Tag sollte man den Tanz durchführen. The whole village gathers in the town square. Das ganze Dorf versammelt sich in der Dorfmitte oder auf dem Dorfplatz. And the ones that are selected to dance in the village square with all the people standing around. Und diejenigen, die ausgewählt sind zu tanzen, tanzen auf dem Platz und alle anderen im Kreise aller anderen, die außen herumstehen. And here's the important part. They all think the same thought about bringing rain. Und das Entscheidende ist, dass sie alle den gleichen Gedanken denken, den Gedanken, Regen zu bringen. And when they're all thinking the same thing and dancing, they're creating energy, vibration. Und wenn sie alle den gleichen Gedanken denken und tanzen, dann kreieren sie Energie und Vibrationen. So when they create this energy and vibration, they're doing it in their minds, but they're sending it out into this world through the sound of the drums and the dancing and
vibration of voice. Und wenn Sie diesen Gedanken denken, Regen zu bringen, dann senden Sie ihn hinaus in die Welt durch das Tanzen, durch die Trommeln, durch die Vibrationen und durch die Stimmen. These vibrations go up to the top of that mountain I'm talking about. It's 125 miles away from the village. Und diese Vibrationen, die sie hervorbringen, die werden weitergeleitet zu diesem Berg, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der ungefähr 180 Kilometer entfernt liegt. The Katsinas, the helping spirits that live on that mountain, take the energy that's created by the Hopi people and they form it into, I don't know how to describe it, but they put it into the mountain itself. Und die Kachinas, die Hilfswesen, die dort oben leben, die nehmen die Vibrationen und die Energie, die die Hopis durch ihre Zeremonie senden und bringen sie in den Berg, in die Erde hinein. The energy in the mountain creates a steam that comes out of the mountain and forms what are called rain seeds. They're like planting a corn seed. Und die Vibrationen, die Energie, die in die Erde, in diesen Berg hineingesendet wird, kommt wieder heraus und formt Regensamen, so wie es Weizensamen gibt. And I've actually seen this, but these round puffs of cloud come out of the ground, literally out of the ground, formed in a seed and go up into the clouds above. Und ich habe das schon gesehen. Das heißt, es kommt aus der Erde heraus kleine Wölkchen kleine Wölkchen und die sind in Form eines Korns und sie steigen auf zu den Wolken und verbinden sich mit den Wolken. Then the clouds start moving and they go 125 miles away right over the village and it rains. Und die Wolken setzen sich in Bewegung und reisen die 180 Kilometer in Richtung des Dorfes und es regnet über dem Dorf. So you have the inspiration from the great mystery to the people. Also ihr habt die Inspiration von dem großen Mysterium an die Menschen, an die Leute. The people create the energy that is sent up to the mountain to the spirit beings. Und die Menschen kreieren die Energie, die hinaufgesandt wird in den Berg. And the spirit beings put it into nature, into the mountain, which creates the seeds and sends it up to the sky. Und die Spirit Lebewesen, die dort oben sind, schicken es in die Erde hinein und kreieren die Wolkensamen, die wiederum aus der Erde kommen und in die Wolken aufsteigen. So you've got the great mystery, you've got the Hopi people, you've got the Katsinas, the spirit beings, you've got nature, the clouds and the mountain, and they all work in a cycle that brings the answer, which is the rain. Also ihr habt das große Mysterium, ihr habt die Hopi-Leute, ihr habt die Kachinas, die Spiritwesen und ihr habt die Natur in Form von der Erde und den Wolken und alle zusammen bilden einen Zyklus, der zusammenarbeitet. So there's two more things that are kind of the same that are really helpful in creating things through co-creating things through ceremony. Also es sind noch zwei weitere Dinge, die sehr hilfreich sind in der Co-Kreation der Dinge. As far as how the answer comes, leave that up to the spirit beings. Also bezüglich dessen, wie die Antwort zu euch kommt, überlasst das den Spiritwesen. If I need some money for something, I can do a ceremony to draw the money to me. Wenn ich Geld brauche, dann kann ich eine Zeremonie machen, das Geld zu mir zu ziehen.
I did a ceremony one time because I needed $1,000 a month more than I had or I was making in order to live in an area that was very expensive. Ich habe einmal eine Zeremonie gemacht, weil ich $1.000 mehr gebraucht habe, weil ich in einer Gegend gewohnt habe, die sehr, sehr teuer war. And when I created the ceremony and put it out there, I know that I needed to not worry about how it would come to me and not to be attached to the outcome, like I need $1,000. Als ich die Zeremonie gemacht habe, wusste ich, dass ich nicht das so halten durfte, wie das Geld zu mir kommen sollte oder auch, dass es genau diese $1.000 sein sollten. The next morning, about 6 in the morning, I got my answer to my ceremony. Am nächsten Morgen, ungefähr um 6 Uhr morgens, habe ich die Antwort auf meine Zeremonie bekommen. It was an offer from somebody to live in their guest house, really nice place, for free. Und die Antwort war, dass ich die Nachricht von Leuten bekommen oder das Angebot von Leuten bekommen habe, in ihrem in ihrem Gästehaus zu wohnen, und zwar kostenfrei. I was paying $1,000 a month in rent. Und $1.000 pro Monat Miete gezahlt. So the answer was not that I made $1,000 more, but my expenses dropped by $1,000 a month. Also die Antwort war nicht, dass ich $1.000 pro Monat mehr verdient habe, sondern dass meine Ausgaben um $1.000 pro Monat gesunken sind. So if I was just waiting for my income to increase by $1,000 and I was focused on that, I would have been disappointed. Also wenn ich mich nur darauf fokussiert hätte, dass mein Einkommen um $1.000 pro Monat steigt, dann wäre ich enttäuscht gewesen. So by not being attached to the outcome and saying, oh, this is what I need, and my ceremony is to get the $1,000, I wasn't attached to the outcome. It could come in any way. And so I ended up saving $1,000 a month, which is the same thing. Und dadurch, dass ich nicht mich an das Ergebnis fixiert habe, hat das Ganze eine Lösung gebracht, indem ich nicht dachte, ich brauche jetzt $1.000 pro Monat mehr, sondern ich habe dann einfach $1.000 pro Monat eingespart. So the two things are not being attached to the outcome of maybe I wouldn't have gotten, well, don't translate that. I wasn't attached to get $1,000 in my hands. And also I wasn't attached to how it was going to happen. I left that up to the spirits. Also ich habe den Spirits überlassen, wie es passiert, und habe mich nicht darauf fixiert, dass ich $1.000 pro Monat mehr erhalte oder dass ich $1.000 pro Monat mehr brauche. Das heißt, eine wichtige Sache für die Zeremonien ist nicht darauf fixiert zu sein, wie genau das Outcome stattfindet. Okay, now we're going to do a small ceremony. I'll show you how to do this, and you can copy it exactly, or I really encourage you to modify it to fit you and your needs where you are. Also ich werde jetzt eine kleine Zeremonie durchführen und ich ermutige euch, die Zeremonie so abzuwandeln, dass sie euren Bedürfnissen gerecht wird. One of the ways to have a powerful ceremony is you learn how to do the ceremony, but then after you get good at it, you modify how you do the ceremony by the directions you get from the spirit beings. Und eine Art und Weise, gut mit Zeremonien zu werden, ist zunächst die Zeremonie auszuführen, aber dann gut hinzuhören auf die Stimmen der Spirits und die Zeremonie so abzuwandeln, dass sie zu euch passt, und dass die Spirits euch führen, wie sie durchzuführen ist für euch. The ceremony that I do to bring rain
it was shown to me by a medicine man. And he told me, he says, don't copy it exactly. Und die Zeremonie, wie man Regen bringt, ist mir von einem Medizinmann gezeigt worden und er hat mir gesagt, kopiere sie nicht exakt. So the ceremony that I do now, and I've talked to some people how to call rain into an area, is different than the one that he showed me because I've modified it to fit me. Und die Zeremonie, die ich euch jetzt zeige, ist abgeändert von dem, was dieser Medizinmann mir gezeigt hat, weil ich habe sie so geändert, dass sie zu mir passt. And what happens is when you modify it by the directions you get from the spirit you're working with, they'll tell you what to do. Then it becomes your ceremony. Und was passiert ist, dass wenn ihr sie ändert und die Spirits euch sagen, wie ihr sie verändern sollt, dass sie zu euch passt, dann wird es zu eurer Zeremonie. When you own a ceremony, it's like owning a song. Wenn ihr eine Zeremonie besitzt, dann ist es so, als ob ihr ein Lied besitzt. You may have learned it from somebody else, but you sing it your own way. Ihr habt es vielleicht von jemand anderem gelernt, aber ihr singt es auf eure Art und Weise. So I have taught people how to do this rain calling ceremony with pipe, and they copy it and use it exactly. And it doesn't work as well for them as it does for me until they modify it to fit them and become their ceremony. Und ich habe anderen Leuten beigebracht, wie sie diese Regenzeremonie durchführen und sie funktioniert für sie häufig nicht so gut wie für ihn, bis sie sie so abgeändert haben, dass sie zu ihnen passt. This isn't going to work. So I'm going to show you a short and easy to remember ceremony. Ich zeige euch eine kurze, leicht zu erinnernde Zeremonie. And it involves burning some sage or burning some smudge. Und es beinhaltet, dass man Rauch, ja, dass man räuchert. You can use any kind of smudge that you want. You don't have to use the same stuff that I use. Ihr könnt den Rauch herstellen, wie ihr wollt. Ihr müsst nicht die gleichen Zutaten verwenden wie er. Basically, we want to create smoke because when you light something on fire, some smudge, and it burns, it changes it from the physical stuff to the spirit of smoke. Und wenn ihr Rauch produziert, dann ist es so, dass die Dinge von dem Geräucherten transformiert werden in den Rauch und nach oben getragen werden. And it's a way of honoring the spirit helpers that you call to help you with the ceremony. Und es ist eine Art und Weise, die Geisthelfer zu honorieren, die ihr gerufen habt, um zu helfen. So remember, I'm just going to show this to you and you can copy it, but you need to make it your own. And one of the ways to do that is find something that you want to use to burn. Und nochmal zur Erinnerung, ich zeige euch, wie es jetzt geht, aber verändert die Zeremonie so, dass sie zu eurer wird. Und eine Art und Weise, dies zu tun, ist, findet die Zutaten, die zu euch passen oder die für euch passen. One thing you can use, because it's easier to get, I'm going to be burning four different things, but I use what I call smoking mix, which is the mix I put into my pipe. And obviously I'm not doing a pipe ceremony, so I'm not going to smoke it, but I am going to sprinkle it on the burning coal of my smudge. Und er verwendet 4 verschiedene Zutaten. Eins davon ist sein Räuchermix, den er selbst sammelt und auch für seine Pfeifenzeremonie verwendet.
Aber offensichtlich wird das jetzt dieses Mal nicht rauchen, sondern einfach nur über seinen Smudge drüber streuen, um ihn zu verwenden. One thing you can use that you can get all over the world is incense. Und ein Ding, das ihr verwenden könnt, was man um die ganze Welt, was man in der ganzen Welt bekommt, sind Räucherstäbchen. And you can use a stick of incense. And when I use incense, my favorite one is called Nag Champa. Jetzt habe ich es falsch übersetzt, denke ich. Also ein Ding, wie ihr es verwenden könnt, sind eben Räucherstäbchen und sein favorisiertes, how is it called? That you... Nag, N-A-G, Nag Champa. And it's Tibet. It's from Tibet, I think. Also das, was er gerne verwendet, ist Nag Champa und er denkt, es ist aus Tibet. It smells really good, and it's sold all over the world in gift shops and even bookstores and stuff. But you don't have to get that kind. You can burn any kind of incense you want. Und man kann es überall auf der ganzen Welt kaufen, in verschiedenen Läden, Geschenkläden. Und es ist, ihr könnt einfach verwenden, welchen Duft ihr dort wollt. So what I'm going to do is I'm going to light my smudge on fire, and it'll just be smoking. It won't be flaming. And then I'm going to call on my spirit helpers to come and join me here for this ceremony. Und was ich jetzt tun werde, ist, dass ich meine Mischung oder mein Feuer jetzt dort anzünde und dass ich dann meine spirituellen Helfer anrufen werde. I'm Cherokee, so I call on 7 different directions where I have helpers in each direction to come here and help me, but you don't have to do that. Also er ist Cherokee und deswegen ruft er die 7 verschiedenen Richtungen an, in denen er die spirituellen Helfer hat, die ihm beistehen. Aber ihr könnt das abwandeln, so wie ihr das wollt. Some people only have one spirit helper. Manche Leute haben nur einen spirituellen Helfer. Or maybe you call it your guardian angel. Oder vielleicht nennt ihr es auch euren Führungsengel. The important thing is that you want to invite whoever helps you out spiritually. It could be Jesus, it could be, whatever, whoever. You want to ask them to come and help you out with this ceremony, with this situation. Wie auch immer ihr das habt, es kann auch sein, dass es Jesus ist oder andere Helfer. Der Hintergrund ist, dass ihr diese Wesen anruft, um euch zu helfen in der Zeremonie. If you happen to know who your spirit helpers are, from nature, from ancestors, you can call on all of them. And there is I think it's not a video, it's I can't remember what kind of recording it is at the website that is for free, and it tells you how to find your spirit helpers. And could you type, well, go ahead and say that. Und es ist egal, also ihr ruft einfach eure spirituellen Helfer an und auf seiner Website, er ist sich jetzt nicht mehr sicher, ob das ein Film ist oder wie, ist ein Video, das darüber geht, wie man seinen spirituellen Helfer findet. What do you want to type? I wanted you to type in my website. Yeah, and it's World Treeway. Yep, .com, and then / or / I guess, and then resource library, resource hyphen library, or dash, not hyphen. And that way, I think most of you have it already, but this recording will be to people that haven't heard that yet. And you just have to scroll down through them and find the ones on the
the two we have on the original language. Like I said, this is a great way to learn to communicate with nature, with spirit, with even with yourself. And there is it's a recording, not a video, I think, called How to, can't remember what it's called. It may be called Gathering Your Medicine. Yeah. And I think there's actually a video of that. But okay, so I'm going to do I'm only going to call on my guardian angel. And I'm just going to show it to you that way. And what I want all of you guys to do, because you're taking part in this ceremony, just like we did at last week's pipe ceremony, think of what it is you want to request. And remember, don't be attached to the outcome. I requested, many times I've requested that I get the winning lottery ticket. Also, was ich möchte, dass ihr tut, ist, dass ihr, wenn wir jetzt die Zeremonie durchführen, dass ihr in diese Zeremonie euer Gebet oder euer Anliegen mit einfügt und macht es auf eure Weise. Und er hat viele Male schon gefragt, dass er die Lotterie gewinnt. And each time I do a ceremony and ask that I get the winning lottery ticket, und jedes Mal, wenn er eine Zeremonie macht und danach fragt, die Lotterie zu gewinnen, 3 times I've done that, and all 3 times I got exactly the lottery ticket numbers, one number off, each one. Und er hat es jetzt 3-mal gemacht und 3-mal war es so, dass er das Lotterielos bekommen hat, wo die Nummern des Loses genau eine Zahl nach unten oder nach oben verschoben waren. And so I know that my ceremony worked, but I wasn't attached to the outcome that, well, I've got to get the winning lottery ticket. What I got was an answer saying, you're not supposed to win the lottery yet. Und was es für mich bedeutet, ist, dass ich gesehen habe, dass meine Zeremonie funktioniert hat, aber die Antwort war immer, also er war nicht an das Ergebnis der Zeremonie fixiert und die Antwort war, dass es einfach nicht für ihn gerade richtig ist, dass er die Lotterie gewinnt. I have one of those lottery tickets pinned up on my bulletin board with the actual winning numbers handwritten in above all the numbers that I got, and every one of them was one number off. Und er hat eins dieser Lotterietickets an seiner Pinnwand hängen und er hat darüber mit der Hand geschrieben die Gewinnnummer und man sieht, dass jede einzelne Nummer genau eine Nummer dazu variiert. So be thinking of what you want to ask, but don't be attached to the outcome or how it comes about. And you will get an answer from this ceremony. Und nochmal zur Erinnerung, jetzt überlegt euch, was euer Anliegen ist, was ihr in die Zeremonie einfügen möchtet und erinnert euch nochmal daran, dass ihr nicht darauf fixiert seid, was das Outcome dieses Anliegens ist. Ihr werdet auf jeden Fall eine Antwort bekommen. So I'm lighting the smudge. And first thing I do is I smudge myself. Also er entzündet jetzt zunächst mal das Feuer oder die Kohle und das Erste, was er tut, ist, dass er sich selbst räuchert, das heißt reinigt. And then I smudge the mix that's inside of here, because we want everything to be fresh and clean. Und dann räuchert er den Mix, der in dem kleinen Beutel ist, weil man möchte, dass alles frisch und rein ist. And I take a pinch of the mix, and like I said, you can use tobacco, you can use oats if you want. I mean, just set it aside in your mind as being a sacred thing, which everything is sacred. Und er nimmt eine kleine Prise und seid euch einfach nur gewahr, dass alles, was man tut, dort geheiligt ist.
And then I'm going to call on, well, I'm going to call on the great mystery, which in Cherokee is Ya. So I say Oseo Ya, Oseo, which is greetings. Und er ruft nun das große Mysterium an, was in Cherokee Ja ist. Das heißt, Oseo Ja ist praktisch die Begrüßung des großen Mysteriums. And I don't know the Cherokee word for the name of my guardian angel, but I'll tell you what it is. And so I would say greetings, hello, Star Wolf, would you please come here and help me with this ceremony and what I'm trying to co-create here. So I so that. Und er weiß jetzt nicht, was der Cherokee-Name für seinen Beschützerengel ist, aber er ruft ihn jetzt an und es ist Sternenwolf und er bittet darum, dass er ihm beisteht. And then I close my eyes and I'm going to hold this up so you guys can send your thoughts. Isn't it amazing? Thousands of miles. You can send your electron. Oh, that's right. I was going to tell you. I'll tell you afterwards. But you can transmit your thoughts of what you're requesting from this ceremony into this pinch right here. I'm going to be quiet while I send my thoughts into it. Und jeder von euch kann jetzt in diese Prise eure Gedanken rein transformieren. Und es funktioniert über Tausende von Meilen und ihr sollt einfach die Gedanken hinein projizieren in diese Prise. Okay. So then I take it and sprinkle it on whatever I'm burning for sage or, sweetgrass sage. You can even put it on one of those little charcoal discs, but I like to have something on there that is making an aroma from the smell. Und er gibt es jetzt da oben drauf und man kann die Sache einfach auf einem der Kohlenteller machen. Also er macht so jetzt lieber, wie er es macht, weil er mag gerne, wenn es einen gewissen Geruch hat oder Duft hat. And then the last thing I do is I thank the spirits that I thank. I say Wado Ya, which is thank you, great mystery. And I say Wado or thank you, Star Wolf, for coming here and helping me. Und was er jetzt am Ende macht, ist, dass er einen Dank ausspricht. Und Wado ist Dankeschön auf Cherokee. Und wenn er sagt Ja, Wado, dann ist es der Dank an das große Mysterium. Und er sagt auch den Dank an seinen Beschützer, den Sternenwolf. You always want to thank the ones that are helping you co-create. Ihr wollt immer den Dank aussprechen an diejenigen, die euch helfen zu co-kreieren. And then I just tell them that when the smoke is done, I let it burn all the way out. When the smoke is done, the ceremony is over. That's an important thing, is to end the ceremony. Und es ist sehr, sehr wichtig auszusprechen, dass die Zeremonie vorbei ist, wenn der Rauch wieder ausgeht. Und er spricht es auch aus, dass damit, er teilt ihnen mit, dass damit die Zeremonie beendet ist. So, Tahidu, Oganali Tahidu, Yaoske, Chitia, Kononashkaro, Ashawantene, Ya, and Mushoto, Mushotu, Sistine, Waya. That's how you say it in Cherokee. Waya is wolf, star wolf. Wado and Tahidu. So I say thank you and prosperous peace to them. Und ich sage Dankeschön und I'm just wait.
den Frieden an Sie. Also ich bedanke mich bei Ihnen und sende Ihnen gedeihlichen Frieden jetzt. So that's it. Any questions? So, das wär's. Irgendwelche Fragen? Of course, you guys can always contact me and, you know, email me. And if you have questions about stuff or after you've tried it for yourself, you can, you know, email me about, you know, what happened and any questions about that come up after you try this a few times. And Also jeder kann eine E-Mail schreiben oder ihm einfach die Fragen stellen, auch wenn ihr die Zeremonie durchgeführt habt dann, und danach noch Fragen habt, dürft ihr ihm gerne eine E-Mail schreiben oder ihn kontaktieren. so with that, first off, I really, really thank you guys for doing this and being with me here. And I got to tell you, these ceremonies have been so effective for me for basically 20 years of my adult life. They really work. And you've heard other stories of things I've said, but more important than that, you've witnessed either when I was teaching you guys, that one class, oh man, I can't remember. Well, all the classes this last trip over there had some pretty amazing things happening with the weather and some other things. So what happens is as you do it yourself and you get the results, it builds your confidence that you are a co-creator that affects not just the physical realm, but every realm. So Also es ist die Aufforderung, weiterhin auch Zeremonien durchzuführen, und er dankt allen, dass ihr bereit seid, Zeremonien auszuprobieren und zu machen, und die Zeremonien haben ihm die letzten 20 Jahre in seinem Erwachsenenleben geholfen und haben vieles in die Co-Kreation gebracht. Und viele haben auch bei den Kursen in Deutschland gesehen, was alles passieren kann, und es sind in jedem Kurs Dinge passiert mit dem Wetter oder auch andere Dinge, die sehr erstaunlich waren. Und es ist einfach die Aufforderung oder auch das Ermutigen, die Sachen auszuprobieren und die eigenen Erfahrungen zu machen, was passiert, wenn man die Zeremonien macht. okay. So we're on this trail together. Also wir sind gemeinsam auf dem Weg. My job is to make you guys independent of people like me. Und sein Job ist, alle von euch unabhängig zu machen von Leuten wie ihm. So with that, it's been, wow, about an hour and 50 minutes. So Also that's, es war 1 Stunde und 50 Minuten. so I'll say goodbye to everybody. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Yep. Thank you.